Auch der Freistaat Sachsen steht vor vielfältigen ökonomischen, ökologischen und sozialen Herausforderungen. Globale Trends und Forderungen der Gesellschaft bestimmen zunehmend unser Handeln. Lebenswerte ländliche Räume, leistungsstarke und wettbewerbsfähige Unternehmen, nachhaltiges Wirtschaften und eine intakte Umwelt, das sind unsere Ziele. Dabei setzen wir auf Kooperation, technischen Fortschritt und Innovationskraft. Es werden intelligente Lösungen benötigt. Das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft hat im Jahr 2016 die Zukunftsinitiative Simul Plus ins Leben gerufen. Die Simul Plus-Plattform bündelt Aktivitäten und vernetzt Akteure. Gemeinsam wollen wir einen Mehrwert für Sachsen schaffen. Der Simul Plus Innovation Hub ist der nächste Schritt einer ganzen Kette, die wir mit Simul Plus und der Zukunftsinitiative gestartet haben, die Menschen aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft, aus der Verwaltung, aus der Dienstleistungsbranche zusammenzubringen, um innovative Lösungsansätze für die Herausforderungen in unserem Bereich, also Umwelt und Landwirtschaft, zu finden. Insofern freuen wir uns, dass es heute losgeht, wir Projekte, die wir vorbereitet haben, jetzt an den Start geben können und diese Projekte auch begleiten können. Es wird so sein, dass wir selber Projekte durchführen. Wir sind ja in der Ressortforschung selber tätig und in der Aus- und Fortbildung. Aber es wird auch so sein, dass Dritte das machen und wir werden diese Projekte weiter begleiten. Im Lehr- und Versuchsgut des Umwelt- und Landwirtschaftsministeriums soll die schrittweise Digitalisierung eines Pflanzenbaubetriebes aufgezeigt werden. Mithilfe neuer Lösungen zur Tieridentifikation und Tierlokalisation wollen wir außerdem einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der Tiergesundheit leisten. Eines der Projekte widmet sich dem Aufbau und Betrieb eines 5G-Experimentierfeldes. Ich freue mich sehr, dass wir jahrelange Arbeiten in vielen verschiedenen Teilprojekten jetzt in so einem großen Test- und Experimentierfeld zusammenfassen können. Und in dem Umfang haben wir ein Projekt noch nie gestartet. Also wir sind immer Stückchen für Stückchen größer geworden. Aber der Umfang ist jetzt ohne Vorläufer. Verbesserte Verfahren helfen dabei, Gewässer zu schützen und Treibhausgasemissionen zu vermeiden. Moderne Umwelt- und Kreislauftechnologien werden zu einem schonenden, effizienteren Umgang mit natürlichen Ressourcen beitragen. Hier wird der Simul Plus Innovation Hub wichtige Impulse setzen. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Wir können gezielter Pflanzenschutzmittel zum Beispiel einsetzen. Man schätzt, dass bis zu 90% des Pflanzenschutzmitteleinsatzes eingespart werden kann. Wir können gezielter Stickstoff einsetzen. Das heißt, wir können genauso viel produzieren mit weniger Stickstoff und können die Stickstoffverluste, die unvermeidbaren Verluste, die ansonsten im Wasser verfügbar sind, minimieren. Ja, und wir können auch Tierwohl besser gestalten als in der Vergangenheit und das eben durch Automatisierung. Speziell im ländlichen Raum ist da eine riesengroße Chance, nachhaltiger zu arbeiten, intelligenter zu wirtschaften, Pflanzenbau zu gestalten, die Schere zwischen Ökologie und Ökonomie wieder zusammenzubringen, die ja heute auseinanderläuft. Die Grundlagen für die Bewirtschaftung der Landwirtschaft am Ackerbau in der Viehzucht, die Vorteile des Lebens im ländlichen Raum, die wollen wir ja weiter betonen, die wollen wir weiter stärken, aber wollen wir verbinden mit neuen Ansätzen der Digitalisierung, der Sensorik, mit dem Internet der Dinge, diese Möglichkeiten verbinden mit Grundlagen, die weiter gelten. Das ist unser Ansatz. Damit können wir Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit entwickeln. Dafür können wir Wertschöpfung in Sachsen, speziell auch im ländlichen Raum, sichern. Das wird ausstrahlen über Sachsen hinaus, nach Deutschland, nach Europa und in die ganze Welt. Denn die Aufgaben, die zu lösen sind überall die gleichen. Wir sind sehr stark überzeugt bei uns, bei John Deere, dass Sachsen hier eine Vorreiterrolle einnimmt. Sachsen will machen und wir schließen uns der Region deswegen gerne an, weil wir eben Dinge, die wir in unseren Köpfen haben, Ideen, Technologien eben umsetzen wollen und in die Praxis bringen wollen. Der Simul Plus Innovation Hub ist einzigartig in Deutschland und ich fühle mich geehrt, dabei sein zu dürfen, mit diesen vielen Partnern, mit den tollen Wissenschaftlern, Unternehmen und mit unseren Partnern in der Verwaltung zusammenarbeiten zu können. Lassen Sie uns zusammen ein neues Kapitel aufschlagen und die umwelt- und agrarpolitischen Herausforderungen der Zukunft gemeinsam angehen. Die Zukunft wartet nicht.